Ich hätte niemals gedacht, dass ich so ein Video jemals aufnehme. Und ich hätte niemals gedacht, dass diese Zahl da steht. Sie wirkt immer noch komplett surreal für mich. Und ich möchte mich bei euch bedanken für 250.000 Abos. Das ist Wahnsinn. Das hätte ich niemals gedacht, als ich gestartet habe mit YouTube. Und ja, ich will heute so ein bisschen sentimental mit euch sein, aber auch eine sehr, sehr coole Sache ankündigen. Nämlich, wir werden im Oktober einen Hackathon veranstalten. Alles online, aber ihr könnt Preise gewinnen, ihr könnt echtes Geld verdienen und so, zumindest das ist meine Hoffnung, wirklich Fuß fassen in der IT, wenn ihr das wollt. Gut, ich fange vorne an und sag einfach mal riesig Danke. Danke einfach nur, dass ich diese Zeit mit euch erleben darf. Ich habe das Ganze jetzt 12 Jahre lang gemacht schon und ich plane das Ganze noch ein bisschen länger zu machen. 12 Jahre gibt es jetzt diesen Kanal hier, The Morpheus Tutorials, und ich habe angefangen damals, als ich mit dem Abi fertig war. Was viele nicht wussten oder wissen, glaube ich, ist, dass ich angefangen habe, absolut ohne die Intention, irgendwie wirklich groß auf YouTube zu werden. Das war irgendwie unabsichtlich, mit Tutorials im Mathe-Bereich. Also ich habe wirklich eine Nachhilfeschülerin gehabt, die ich nicht im Stich lassen wollte, weil ich fürs Studium weggezogen bin von dort, wo ich aufgewachsen bin. Und habe mich entschieden, ich mache jetzt einfach mal das, was in Mathe in der Oberstufe drankommt, aber als Videos. Damals wegen Privacy mit Stimmverzerrer, ohne Kamera selbstverständlich. Und manche würden sagen, nicht so guter Qualität, weil ich auch einfach keine Übung hatte. Das hat sich natürlich geändert, klar. Und das ist erstmal relativ lange das Einzige gewesen, was ich gemacht habe. Und irgendwann habe ich dann wieder reingeguckt in YouTube und habe gesehen, Mensch, mehrere hundert Aufrufe auf diesen Videos. Damit hätte ich niemals gerechnet. Und das hat mich motiviert, einfach weiterzumachen mit dem, was ich sonst gerade so lerne. Sonst gerade selber vielleicht lerne, um anderen das alles ein bisschen einfacher zu machen. Und so hat sich dann ergeben, dass ich erst mit Java angefangen habe und irgendwann kam dann eine Community und hat gesagt, hey, wie wär's, wenn wir Python machen oder wenn du Python machst? Wie wär's, wenn es ein bisschen Richtung Hacking geht? Wie wär's, wenn es ein bisschen in eine andere Richtung geht? Und so weiter und so fort. Und da ist eine Community gewachsen. Irgendwann habe ich dann gesagt, hey, wir machen vielleicht noch ein paar Coding-Challenges, wir streamen ein bisschen, wir machen ein paar Talks, also solche Videos, die ich jetzt gerade mache, nur dass damals halt ohne Face alles war. Und der Kanal ist wahnsinnig gewachsen, sehr schnell irgendwann auch gewachsen, weil viele Leute auch programmieren gelernt haben, weil viele Leute natürlich auch geguckt haben, wie sie sich selber dann im Studium helfen konnten. Und das war unglaublich zu beobachten, unglaublich auch das Ganze irgendwie mitzugestalten und einfach konstant weiter neue Inhalte zu liefern und irgendwie zu sagen, hey, wir machen das irgendwie gemeinsam. Und irgendwann habe ich dann sogar eine Firma gegründet. Also nicht für den Kanal, das mache ich als Einzelunternehmer, sondern eine Firma für meine Tutorials, damit ein Zuhause dort entsteht. Weil YouTube gesagt hat, ein paar von den Tutorials wollen wir hier bitte nicht mehr sehen. Ihr wisst, welche das sind. Die, ja, ich darf es glaube ich nicht sagen, aber ist egal. Genau, und das ist auch eine riesige Erfahrung gewesen. In diesen 12 Jahren habe ich so viele Videos gemacht, wie wahrscheinlich kaum ein anderer, von der Menge her, einfach nur. Ich habe tatsächlich angefangen, mal zu versuchen, alle Videos anzugucken, die da sind. Also einfach mir wirklich anzeigen zu lassen, um euch einen Screenshot zu geben. Und buchstäblich, mein Browser ist abgeschmiert. Ich habe einen Screenshot davon gemacht, weil es zu viel war. Weil der mit dem Cache nicht hinterherkam. Was krass ist. Allein, dass das passieren kann, das wusste ich nicht mal. Und das ist das erste Mal, dass mir das passiert ist. Aber ich habe so viele Videos gemacht, ich habe so viele verschiedene Themen behandelt und teilweise auch wirklich extra für YouTube gelernt und mir beigebracht. Das war eine unfassbare Zeit. 12 Jahre sind lang. Also 12 Jahre, wie gesagt, damals habe ich angefangen mit Videos, weil ich eben ansonsten keine sinnvolle Möglichkeit hatte, meinen Screen zu teilen, sodass sie das auch sehen konnte, diese Mathe-Inhalte, und ich ihr weiter Nachhilfe geben konnte. Heutzutage hat man Discord, wo man einfach den Screen mal so eben teilen kann. Das war damals nicht so. Und klar ändern sich die Anforderungen. Klar wollt ihr mittlerweile anderen Content sehen als damals. Aber die Zeit war krass. Was alles passiert ist, ist einfach insane. Und
seither haben 250.000 Menschen sich dafür entschieden, einfach auf den Abo-Button bei mir zu drücken. Was Wahnsinn ist. Überlegt euch das mal. Ich habe mal tatsächlich einen Vergleich rausgesucht. 250.000 Menschen. Das ist 2,5 Mal das Olympiastadion. Das ist unbeschreiblich. Das kann man sich nicht vorstellen, glaube ich. Und das sind ja nicht die Aufrufe auf jedem einzelnen Video, logischerweise, aber manche Videos sind da sogar drüber. Und viele gucken immer noch natürlich ohne Abo meine Videos an, was insane ist, wenn man sich das mal so vorstellt. Das ist einfach Wahnsinn. 250.000 Menschen, das sind die Einwohner von Kiel, was übrigens laut dem Bild eine echt schöne Stadt ist. Ich war nie da, aber echt schön. Und nicht gerade klein, ja, das ist eine große Stadt, die kennt man. Und so viele Menschen haben sich einfach dafür entschieden, bei mir auf Abonnieren zu drücken. Ich mache nur Videos auf Deutsch, ich mache keine Blockbuster-Videos, ich mache nur Informatik-Videos auf Deutsch. Das ist insane, das ist komplett wahnsinnig und ich finde es super geil. Ich finde es riesig. Und natürlich sind in dieser Zeit noch andere Dinge passiert. Ich habe viele andere Formate probiert und durchgezogen. Ich meine, dieses Format hier ist auch nicht das letzte wahrscheinlich, aber auch nicht das erste, was in Richtung Talks geht. Ich hatte lange Formate, wo ich wirklich alles geschnitten habe hier auf dem Kanal. Was aber natürlich den ganzen Prozess sehr, sehr langsam macht und ihr dann natürlich auch einfach weniger Videos bekommt und vielleicht auch nicht so lange recherchieren. Oder ich konnte nicht so lange recherchieren, weil ich dann natürlich mehr Arbeit in den Schnitt gesteckt habe. Alles ist so ein bisschen gewachsen über die Jahre und hat sich angepasst an die Bedürfnisse, an das, was ihr am Ende von mir brauchtet. Und natürlich habe ich auch andere Kanäle aufgemacht, andere Formate ausprobiert. Ich erinnere mal ganz kurz an die IT-Trends, die echt cool waren. War eine coole Zeit. Mittlerweile mache ich sowas über den Newsletter, klar, weil es einfach besser geeignet ist. Auch hier wieder, weil der YouTube-Algorithmus eine kleine Bitch ist, sind wir ganz ehrlich. Ist einfach so. Ich habe Reactions gemacht und ich mache noch immer Reactions auf einem eigenen Kanal mittlerweile dafür, was auch Wahnsinn ist. Das hätte ich niemals gedacht, als ich angefangen habe, dass ich sowas irgendwann mal regelmäßig mache. Ich mache Interviews und ich werde sogar zu Interviews und Podcasts eingeladen, als Speaker eingeladen. Ich mache sogar Shorts auf TikTok, die es noch nicht mal gab, als ich angefangen habe. Ist alles komplett wahnsinnig. Aber was ich sagen möchte, ist einfach, ich will euch danken für die letzten 12 Jahre meines Lebens. YouTube war ein großer Teil meines Lebens und ist es noch immer und wird es wahrscheinlich immer bleiben. Ich mache das Ganze mittlerweile Vollzeit eigentlich und alles andere ist so ein bisschen Nebentätigkeit. Was verrückt ist, weil das nie so gedacht war, weil das irgendwie ungewöhnlich ist und weil kaum sich jemand für so einen Weg entschieden hat, vor allem nicht mit solchem Content, wie ich ihn mache. Nicht, dass es jetzt abfällig ist, aber es ist nicht der Standard-YouTube-Content. Zumindest nicht auf dem Kanal hier. Und da denke ich mir immer wieder, wie kann ich mich bei euch revanchieren, dass ihr mir sowas ermöglicht, dass ich hier sitzen kann und einfach sagen kann, ich habe heute Bock auf das Thema Federated Learning bei Machine Learning Modellen. Und das ist tatsächlich das, woran ich heute gearbeitet habe, hauptsächlich. Dass ich sowas einfach machen kann, ist unfassbar. Dass ich mich einfach einarbeiten kann in solche Themen und euch dann was präsentieren kann und ihr Bock drauf habt, das ist geil. Und meine Frage ist dann immer wieder, wie kann ich euch Danke sagen? Was braucht ihr? Wie kann ich euch am besten helfen? Und genau das habe ich versucht zumindest, und ich versuche es noch immer, über die Bootstrap Academy zu machen. Und genau hier wird auch unsere große Ankündigung und das große Event jetzt auch stattfinden. Die Bootstrap Academy, für die sie nicht kennen, ist so eine Art Erweiterung von dem, was ich auf YouTube und als Dozent mache. Im Grunde genommen habe ich bei YouTube nur Videos. Wenn ihr Video 1 von Python guckt, dann bekommt ihr danach vielleicht Video 25 vorgeschlagen oder ihr bekommt gar nichts mehr vorgeschlagen. YouTubes Algorithmus ist nicht für Tutorials ausgelegt oder gar für Reihen ausgelegt. Das funktioniert einfach nicht so. Weil ich, wie gesagt, nicht den typischen YouTube-Content mache, zumindest nicht gemacht habe und auch auf dem Kanal immer noch nicht mache, glaube ich. Und die Bootstrap Academy ist so ein bisschen das Add-on dazu. Ich kann euch mehr geben als nur Videos. Ich kann versuchen, euch selber zu motivieren, etwas tatsächlich zu tun. Deswegen haben wir zum Beispiel Coding-Challenges auf der Bootstrap Academy, wo ihr selber coden könnt, kleine Codeaufgaben lösen könnt in allen möglichen Sprachen, die ihr euch aussuchen könnt.
wir haben Quizfragen, wir haben jetzt relativ neu Matchings, das ist eine andere Aufgabenstellung, wir wollen noch ein paar mehr machen. Und das ist nur eigentlich ein Teil davon. Wir haben einen Skilltree, damit ihr seht, was ihr als nächstes lernen könnt, wenn ihr in einem gewissen Bereich tätig sein wollt und eben eine gewisse Tätigkeit, IT-Tätigkeit ausführen könnt. Ich versuche damit tatsächlich so ein bisschen die Bildung insgesamt im Bereich IT erschwingbar zu machen. Denn die ganzen Kurse sind erstmal for free. Es gibt einen Premium-Bereich, das weiß ich, weil wir einfach auch Steuerberater und sowas zahlen müssen. Das geht einfach nicht anders. Und weil wir eine Firma sind. Das ist die Firma, von der ich vorhin geredet habe, die wir gegründet haben. Und die Bootstrap Academy ist in dem Sinne, naja, nicht lukrativ unbedingt, zumindest noch nicht. Aber alles, was sie einnimmt, reinvestiere ich sowieso direkt wieder, weil es einfach viel mehr Sinn macht. Und ja, es gibt einen Premium-Bereich, da könnt ihr im Endeffekt Coding-Challenges dann nicht nur eine oder 3 am Tag lösen, sondern halt alle, die ihr wollt. Ihr könnt so viele Quizfragen lösen, wie ihr wollt. Und die Kurse sind, wie gesagt, sowieso kostenlos. Und ich glaube, das ist ein Ansatz, den kann ich für Bildung einfach vertreten. Weil ich finde, dass Bildung was ist, was jedem zuteil werden sollte, unabhängig von den Finanzen. Und ich glaube, man kann auch mit der Gratis-Version sehr, sehr gut arbeiten. Zumindest habt ihr mir das so gesagt. Wir haben das Ganze im Oktober 2022 veröffentlicht. Da waren wir schon eine Weile dran. Wir haben das Ganze letztes Jahr im Oktober dann Open Source gemacht. Das heißt, ihr könnt den kompletten Code sehen. Ihr könnt es lokal bei euch installieren und dann tatsächlich auch damit was tun, wenn ihr das wollt. Und ja, auch dieses Jahr wollen wir da was machen. Und zwar ist das immer so ein bisschen das, was ich glaube, was noch fehlt. Was fehlt euch also noch? Also klar, natürlich, abgesehen von den ganzen Tickets, die ich schon geschrieben habe, kommen wir gleich dazu. Was braucht ihr wirklich, wenn ihr Fuß fassen wollt in der IT? Nun, ich habe mit sehr vielen Leuten darüber geredet, vor allem mit euch, hoffe ich zumindest. Ich weiß nicht genau, wer das Video hier jetzt natürlich vorgeschlagen bekommt, aber die Idee hinter der Academy ist ja, dass ihr in dem Bereich IT Fuß fassen könnt. Wissen vermitteln, das haben wir schon. Übung haben wir auch schon. Aber was wir nicht haben, ist tatsächlich eine Art Zeugnis, eine Art, hey, guck mal, der hat mitgemacht, der hat wirklich was programmiert für eine Firma. Und genau das will ich jetzt ändern. Wir veranstalten einen Hackathon. Das Ganze wird vollständig online stattfinden. Natürlich erstmal, also zumindest habe ich jetzt aktuell nicht die Möglichkeit, euch alle live irgendwo wirklich vor Ort unterzubringen. Also ich kann nur online machen. Und deswegen, klar, werden wir das alles online machen. Aber was ihr nicht habt bisher, ist die Möglichkeit, wirklich ein Zertifikat zu bekommen. Der hat an einem Open-Source-Projekt mitgemacht. Der hat bei der Academy zum Beispiel was entwickelt. Und ihr habt bislang auch nicht die Möglichkeit gehabt zu sagen, ich hatte schon einen Auftrag. Und das will ich jetzt ändern. Der Hackathon ist nämlich ganz in dem Sinne, ihr codet ein Ticket und ich bezahle wirklich dafür. Ich bezahle euch normales Geld. Ganz, ganz normales Gehalt, wenn ihr so wollt. Nicht als Angestellte, sondern als Freelancer. So viele Angestellte kann ich nicht haben. Oder könnte ich wahrscheinlich schon, aber das ist ein bisschen organisatorisch ein bisschen schwierig. Und ihr könnt das Ganze auch als Einsteiger machen. Das ist genau das, was der Plan ist. Dann nehmt ihr halt einfach ein kleineres Ticket oder sucht euch ein anderes oder ein größeres Team, mit dem ihr dann gemeinsam ein Ticket lösen könnt. Okay, ich hole jetzt hier mal ein bisschen aus, denn ich glaube, da können wir sehr, sehr viel machen. Das Ganze wird nämlich nicht nur in diesem Bereich vom Hackathon aktiv sein, sondern das ist was ich jetzt einfach so weitermachen möchte. Das bleibt und das soll auch so sein. Aber wir müssen trotzdem gucken natürlich, wie es funktioniert. Manchmal muss man auch Sachen im Nachhinein wieder ein bisschen ändern. Deswegen, falls ihr das Video hier vielleicht später seht, vielleicht irgendwann in ein paar Jahren seht, es kann sein, dass sich das schon wieder alles geändert hat. Ihr findet alle Infos mit den Links unten in der Beschreibung. Wichtig, dort nochmal die aktuellen Fakten nachzuschauen, okay? Der Hackathon findet statt am 27.10.2024 übrigens bis zum 31.10.2024. Wir wollen hier tatsächlich erstmal uns ein paar Tage Zeit nehmen. Zum Ablauf kommen wir nachher noch und gemeinsam die neuesten Features, die neuesten Dinge entwickeln für die Bootstrap Academy. Wie gesagt, wir sind sowieso Open Source und sind alles auf GitHub. Also der Code ist komplett auf GitHub. Ihr könnt das alles angucken, auch jetzt schon. Und ihr könnt auch jetzt schon selber Code schreiben. Das ist alles kein Problem.
Wenn ihr Teams sucht, wenn ihr vielleicht Hilfe sucht, wenn ihr vielleicht Fragen habt, dann könnt ihr das gerne über Discord machen, denn wir haben auch einen Discord-Community-Server, wo ihr jederzeit aktiv sein könnt und wo ihr dann einfach mal vorbeischauen könnt, ob vielleicht andere Leute auch gerade was machen. Jetzt müssen wir aber noch klären, wie läuft das Ganze eigentlich ab? Denn wir brauchen natürlich ein bisschen organisatorische Regeln. Wir wollen nicht, dass dieselbe Person oder dass irgendjemand einfach irgendwas entwickelt, weil so viel Geld habe ich nicht, dass ich potenziell für alle alles bezahlen kann. Ich weiß nicht, wie viel ihr schafft. Da muss ich mich in gewisser Weise auch absichern. Wächst für mich auch nicht auf Bäumen, ne? Ich habe also sehr, sehr viele Issues erstellt. Issues kann man auf GitHub angucken. Übrigens, ich habe natürlich auch eine vollkommene Git- und GitHub-Tutorial-Reihe, falls ihr damit erst das erste Mal arbeitet. Da könnt ihr euch super gerne einlesen oder einschauen und dann tatsächlich auch damit loslegen. Das funktioniert und das könnt ihr auch durchaus machen. Ich habe einige Issues erstellt. Wir haben dazu ein Projekt, das heißt einfach Projekt, das nennt sich Tickets. In diesen Tickets-Projekten ist eigentlich alles festgehalten, was ihr braucht. Alle Issues stehen da drin, die gerade offen sind. Das heißt, das sind alles Dinge, die ihr lösen könnt. Was passiert ist also Folgendes. Ihr richtet euch erstmal eure Umgebung ein. Alles lokal bei euch auf dem PC. Ihr richtet euch das Frontend ein, also das, was man sehen kann als User. Ihr richtet euch das Backend ein und dann könnt ihr im Endeffekt auch tatsächlich simulieren, als wäre das alles bei euch. Ihr könnt eine Datenbank installieren. Wir haben alle Installationsanweisungen, alle Skripte, alles drum und dran ist da. Und falls irgendwas nicht funktioniert, ist es ein Ticket. Genau, und das ist alles da. So, das heißt, ihr installiert das alles bei euch und dann schaut ihr euch mal die Tickets an. Und wenn ihr, sagen wir mal, dieses Ticket hier oben lösen wollt, also dieses 404 When Creating Quiz, der Issue Nummer 93. Wenn ihr diesen Issue fixen wollt, dann schreibt ihr erst euren Namen hin, beziehungsweise erstmal hin in den Issue rein, dass ihr den fixen wollt. Dann können wir euch erst zuweisen. Das heißt, ihr sagt uns, ihr wollt das lösen für den Hackathon. Und anschließend weisen wir euch zu. Das heißt, ihr müsst dann bei Assignees drinstehen. Davor nicht anfangen, bitte. Das verhindert ganz einfach, dass 5 Leute an demselben Ticket arbeiten und am Ende Leute unglücklich sind, wenn jemand anders das einfach schneller gemacht hat. Das ist eine ganz, ganz wichtige Grundregel hier. Ansonsten funktioniert das nicht. Ich kann nicht für dasselbe Ticket 5 Leute bezahlen. Das geht nicht. Weil, ne, wie gesagt, das ist ein richtiger Auftrag im Grunde genommen. So. Und ja, damit fixe ich hoffentlich zumindest gleichzeitig noch ein bisschen das Problem von Open Source oder FOSS im Endeffekt, dass einfach die Entwicklung nicht finanziert ist. Das will ich ja auch so ein bisschen angehen. So, nehmen wir an, ihr habt dann also dieses Ticket zugewiesen bekommen, wie es hier oben passiert ist. Ja? Dann steht hier euer Name drin und dann steht da, oder euer GitHub-Name drin und dann steht da drin, dass ihr jetzt für dieses Ticket zugewiesen seid. Dann könnt ihr anfangen loszucoden, vielleicht nicht nur coden, sondern auch zu designen und alles damit zu lösen, was ihr lösen wollt. Ja, also was im Endeffekt da drin steht. Macht nicht mehr, es wird nicht bezahlt. Macht nicht weniger, denn ansonsten nehmen wir es nicht an. Wenn euer Code falsch ist oder nicht gut dokumentiert ist oder einfach das Ticket nicht löst, dann können wir den natürlich nicht annehmen. Ja? Das heißt, ihr habt das Ticket oder den Issue dann immer noch nicht gelöst. Wir nehmen das nur an, wenn ihr auch wirklich genau den Issue gelöst habt. Okay? Das ist auch leider sehr, sehr wichtig, denn ich muss mich hier natürlich auch gewissermaßen gegen Abuse absichern, wenn man so möchte. Es kann nicht einfach irgendjemand da schlechten Code oder kaputten Code oder sowas hochladen und erwarten, dass er dann das Ticket löst. So, was ihr dann macht, ist, ihr erstellt einen PR, einen Pull-Request. Das heißt, ihr sagt, hey, ich will diesen Code jetzt bei euch in das Repository einfügen, der ist fertig und wir gucken uns den dann an und wenn der das wirklich löst, dann bekommt ihr ein Bounty. Und das ist genau dieses In-Rechnung-Stellen, von dem ich immer geredet habe. Sprich, nehmen wir einfach mal an, ihr macht diesen 404 When Creating Quizzes, den Issue 93, da seid ihr assigned worden, ihr löst den, ihr habt einen Pull-Request hochgeladen, noch niemand vor euch hat einen Pull-Request hochgeladen. Das ist auch wichtig. Und, wobei das nicht funktionieren kann, weil ihr ja assigned seid. Ja, also, aber falls schon ein Pull-Request da ist, dann werdet ihr sowieso nicht assigned werden dafür.
Und dann bekommt ihr hier hinten das Bounty. Jetzt bislang war es so, dass die Bounties nur in Morphcoin ausgezahlt werden konnten. Morphcoin ist die interne Währung bei der Bootstrap Academy. Wie gesagt, wir haben ein Premium, aber ihr konntet euch das schon immer erarbeiten. Und wenn ihr jetzt für den Hackathon und vor allem, das bleibt auch danach, wenn ihr einen Issue löst, dann bekommt ihr das Bounty in Cent ausbezahlt, wenn ihr mir eine Rechnung stellt. Das heißt, ihr könnt tatsächlich hingehen und sagen, hey, ich habe diesen PR gemacht, ich habe wirklich den Issue gelöst, ich möchte jetzt bitte bezahlt werden und ihr schreibt mir eine richtige Rechnung. Also Achtung, auch da wieder, ihr seid dann quasi selbstständig, das heißt, ihr müsst in manchen Fällen Gewerbe anmelden. Ich bin kein Steuerberater, redet davor mit jemandem, der sich damit auskennt. Das Ganze muss trotzdem korrekt sein, ja. Aber wenn ihr das alles macht, könnt ihr mir eine Rechnung stellen. Die Adresse, die ihr benutzen könnt, ist unten im Impressum. Ihr könnt mir die dann per E-Mail schicken und ich weiß Bescheid, wenn ihr das Ganze mit eurem GitHub-Handle verknüpft. Ja? Da müsst ihr dann aber bitte beweisen, dass das euer GitHub-Issue ist oder dass ihr das wirklich wart. Ich werde nicht einfach jede Rechnung überweisen, ohne dass ich eine Verifikation habe, dass ihr das wirklich seid. Okay. Und genau, dann könnt ihr mir genau diesen Betrag in Cent in Rechnung stellen. Das heißt, wenn da jetzt steht, gehen wir mal kurz zurück, hier 6000 ist das Bounty, das heißt, ihr macht durch 100 und das sind die Euro. Das heißt, ihr könnt für diesen Issue hier oben 60 Euro bekommen. Für diesen hier 20 Euro, für diesen hier 50, für den hier 240 Euro, für den hier 456 Euro. Die sind natürlich unterschiedlich komplex. Ich habe versucht, das Ganze abzuschätzen, je nachdem, wie schwer das Ganze ist. So, und ihr habt die Möglichkeit, das dann in Rechnung zu stellen. Plus, das bleibt, wie gesagt, nach dem Hackathon bestehen. Aber während dem Hackathon habt ihr noch zusätzlich die Möglichkeit, Preise zu gewinnen. Wir haben 3 Preise. Jeweils gibt es 500 Euro als Preisgeld obendrauf. Das heißt, derjenige, der die meisten Tickets löst, gemessen am Bounty, also wenn jetzt jemand ein 20 Euro und ein 40 Euro Ticket löst, dann ist das nicht mehr, als wenn jemand ein 100 Euro Ticket löst. Klar, weil das 100-Euro-Ticket ist wahrscheinlich mehr wert. Aber derjenige, der gemessen am Bounty die meisten Tickets löst, der bekommt einfach nochmal 500 Euro on top obendrauf. Das zweite ist, derjenige, der Pull-Requests reviewt, das heißt, überprüft, ob dieser Pull-Request auch wirklich gut ist und ob da keine Fehler drin sind, ob der Code gut ist, ob das wirklich das Issue löst, ob das alles passt. Der bekommt auch nochmal 500 Euro. Das legen wir dann fest, beziehungsweise hauptsächlich die Felo wird das festlegen, weil der die meisten Pull-Requests durchgucken wird, nehme ich mal an. Und dort dann eben guckt, was ist wie gut. Und wenn ihr dann eine Review schreibt, dann ist das für uns natürlich nochmal 10.000 Mal einfacher. Deswegen haben wir hier auch vor, das zu würdigen, dass Leute eine Review schreiben. Plus, also das legen wir dann fest, den zweiten Preis. Plus der dritte Preis ist derjenige, der am hilfreichsten war auf Discord. Das wird über ein Community Voting auch auf Discord geregelt. Auch da wieder, das ist eine Sache, die ihr entscheidet. Wenn ihr sagt, eine Person ist am hilfreichsten, dann ist diese Person das. Nicht unbedingt euch reinreden, denn das ist einfach subjektives Empfinden. So. Das heißt, ihr könnt richtig, richtig Geld machen. Ich habe tatsächlich mal zusammengerechnet, es sind über 4.000 Euro an Tickets, die da sind, deutlich mehr sogar. Plus dann nochmal insgesamt 1.500 Euro an Preisgeldern, wobei wir wahrscheinlich festlegen, dass nicht dieselbe Person zweimal Preisgeld bekommen kann. Das wäre ein bisschen schade, weil das wäre dann natürlich irgendwie extrem. Und wir wollen nicht nur eine Person belohnen, sondern wir wollen möglichst viele Personen belohnen, weil es einfach ein krasses Ding ist, da mitzumachen. So, das heißt, ihr könnt tatsächlich Kohle machen dabei, bei dem Hackathon. Und ich glaube, da kann ich euch auch einfach was Gutes zurückgeben, weil ihr dann tatsächlich sagen könnt, ihr habt an einem Community-Projekt mitgemacht, ihr seid selbstständiger ITler, Softwareentwickler, der schon tatsächlich eine Rechnung gestellt hat. Und vor allem, ich kann euch natürlich auch als offizielles Open Source Repository einen offiziellen Open Source Beweis geben. Ich kann sagen, dieser Mensch hat bei einem offiziellen Projekt mitgemacht. Und das kann jeder nachgucken. Das heißt, ihr könnt mich dann einfach anfragen und sagen, hey, kann ich ein Zertifikat von dir bekommen und ich stelle euch eins aus. Denn ja, ihr seid dann offizieller Contributor bei einem Open Source Projekt. Und ich glaube, allein das ist schon bei vielen Bewerbungen zum Beispiel sehr, sehr wertvoll. Das
will ich euch auch noch geben. Ich gebe euch quasi alles, was ich geben kann. Und was wir auch noch machen können, ist euch natürlich Academy Premium geben, dass ihr einfach mal gucken könnt, ist das was für mich, beziehungsweise einfach mal durchbuttern könnt und möglichst viel dabei auch mitnehmen könnt. 1 Monat Premium für jeden, der etwas contributed hat, also der wirklich einen Pull-Request gemacht hat und dieser Pull-Request akzeptiert wurde. Wie gesagt, wenn es einfach nur irgendein Shitcode ist oder sowas, dann natürlich nicht, ne? Dann gibt es auch kein Zertifikat. Ihr müsst schon tatsächlich einen Issue lösen, dann bekommt ihr dieses Ding. So, das heißt, ihr könnt ordentlich was machen. Ich glaube, das ist auch sehr, sehr cool. Ich hoffe, dass das für euch eine wertvolle, oder dass das alles 4 für euch wertvolle Dinge sind, die ihr mitnehmen könnt. Wie gesagt, mir geht es eigentlich nur darum, ich will euch irgendwas zurückgeben. Und ja, das ist, glaube ich, das, was ich tun kann auf jeden Fall. Nochmal ganz kurz zu Discord. Oder generell zu dem Ablauf auch insgesamt, den werde ich gleich noch durchgehen. Auf Discord könnt ihr euch natürlich unverbindlich in Teams zusammenfinden. Das werden wir nicht organisieren, das bleibt euch komplett überlassen. Ihr könnt zusammen an einem Ticket arbeiten, ihr könnt zusammen Dinge tun, das überlasse ich ganz euch. Und dann eben größere Tickets gemeinsam bearbeiten, weil manche davon sind natürlich größer, manche sind ein bisschen kleiner. Vielleicht seid ihr Anfänger und wollt mit anderen einfach zusammenarbeiten, die ein bisschen mehr Erfahrung haben, um euch da so ein bisschen reinzulernen. Das bleibt alles euch überlassen. Ich glaube, da wird es sehr, sehr viele Leute geben, die gemeinsam an was arbeiten werden oder vielleicht auch einfach Spaß dran haben, sich ein bisschen zu unterhalten. Und ich selber werde wahrscheinlich mehrfach streamen während dem Hackathon, aber auch natürlich mehrere Stunden pro Tag im Voice oder zumindest per Text anwesend sein in dieser Zeit von dem Hackathon. Das heißt, ihr könnt mich da natürlich auch erreichen, ihr könnt mir Fragen stellen, ihr könnt, ja, einfach euch dann auch vernetzen und dann auch selber so einen Kickstart bekommen, was, glaube ich, auch sehr, sehr cool ist. Nun lasst uns ein bisschen über den Ablauf sprechen, damit wir das noch eindeutig geklärt haben. Und zwar, ihr könnt jetzt sofort anfangen, euch die Tickets anzugucken und einzulesen, in welche Tickets ihr gerne haben wollt. Das heißt, was genau machen diese Tickets alles, was genau passiert und ja, was wollt ihr machen? Wollt ihr lieber Frontend coden? Wollt ihr lieber Backend coden? Müsst ihr euch erst einlernen? Müsst ihr vielleicht euch erst im Team zusammenfinden? Das alles könnt ihr direkt machen. Ja, das ist alles da. Das ist unverbindlich und das könnt ihr alles machen. Wenn ihr ein Ticket haben wollt, dann kommentiert genau auf den Issue, also genau auf dieses Ticket, das ihr machen wollt. Da kommentiert ihr, ich will dieses Ding machen. Und wir weisen euch dann zu. Wie gesagt, nochmal kurz einfach das Ganze erwähnt. Wir müssen euch zuerst zuweisen, bevor ihr bitte startet. Nicht vorher starten, bevor ihr nicht aktiv zugewiesen seid. Weil ansonsten habt ihr keine Garantie, dass ihr das Ding wirklich bekommt. Vielleicht war jemand anderes einfach schneller im Kommentieren. Vielleicht ist das Ticket schon gelöst, weil es sind noch ein paar Pull-Requests offen gerade aktuell und die müssen wir auch noch mergen. Also erst abwarten, bis wir euch zuweisen, dann könnt ihr loslegen. Und ihr könnt dann gerne zwischen dem 27. und dem 29. einfach alles machen. Die Abgabe für die Preise ist am 29.10. um 24 Uhr. Also spätestens. Da muss alles da sein. Alles, was danach ist, wird für die Preise nicht mehr berücksichtigt. Und in der Zeit könnt ihr jederzeit einfach aufs Discord kommen. Natürlich davor auch schon und danach auch noch. Ihr könnt jederzeit einfach Fragen stellen. Aber da ist so die Hauptzeit. Da werde auch ich immer da sein. Vom 27. bis 29. und dann einfach auch sehr aktiv sein, Code reviewen, euch Feedback geben, vielleicht euch auch helfen bei manchen Sachen, falls ihr irgendwas habt. Gerne auch Design, Code. Ihr müsst aber auch testen, vergesst das bitte nicht. Und testen kann dauern. Debuggen ist manchmal wirklich das, was am längsten dauert. Und am 30.10. ist dann wirklich Ende. Ja? Das heißt, am 29. müsst ihr bitte alles abgegeben haben. Am 30.10. ist dann aber auch immer noch offiziell Hackathon, wenn ihr so wollt. Und ja, ich habe den 31. reingeschrieben, weil ich Informatiker bin. Ist mir gerade aufgefallen, ich zähle das letzte Ding irgendwie immer nicht mit. Sorry. Aber ja, der 30. ist dann der Tag, wo wir die Preise verleihen, wo wir auswerten. Also wo wir quasi gucken, wer hat wie viele Bounties gemacht, wo wir auswerten, wer hat was gemacht, wo wir die Abstimmung laufen lassen auf Discord und sagen, hey, wer war eigentlich der Nützlichste hier auf Discord und hat am meisten geholfen. Das wird alles am 30. laufen und dann werden wir auch natürlich einen Stream haben, wo wir die Preise verleihen, beziehungsweise vielleicht auch ein Video, muss ich mal gucken, was ich mache. Und ja, dann ist der Hackathon auch schon wieder vorbei. Das heißt, es sind 3 sehr aktive Tage. Davor gerne die Teamfindung und danach sind wir sehr aktiv. Und ihr könnt aber davor und danach ab sofort wirklich auch hergehen und einfach Tickets für euch lösen
und mir dann eine Rechnung schreiben. Wie gesagt, meine Adresse ist im Impressum und alle Informationen, falls ihr das irgendwann mal später seht, alle Informationen müssen auf GitHub erstmal angeguckt werden. Es kann sein, dass ich hier noch ein paar Sachen ergänzen muss und ein paar Sachen, ja, zum Beispiel irgendwie Preise oder sowas festlegen muss, damit nicht irgendwas passiert. Ich bin natürlich nicht aware, dass nicht irgendwas Komisches schief geht, sonst hätte ich schon hier reingetan. Aber es kann immer irgendwas passieren. Deswegen verifiziert kurz nochmal alle Informationen. Da können wir sie aktualisieren. Hier in dem Video kann ich das nicht. Aber was ich vor allem sagen möchte ist, ich freue mich riesig auf euch. Und ich bin überzeugt, das wird alles sehr, sehr gut. Denn, was wir ja auch nicht vergessen dürfen, all diese Dinge, die ihr dann macht, all diese Features, die ihr vielleicht schreibt, die Bugs, die ihr fixt, das ist nicht einfach so für irgendein Projekt, was es nicht gibt. Das ist dann tatsächlich alles live auf der Bootstrap Academy. Und die Bootstrap Academy ist ja eure Lernplattform. Die mache ich für euch. Und die machen wir für euch, um genau zu sein. Und ihr seid jetzt quasi genauso Teil davon wie ich. Ja, wir machen das einfach gemeinsam. Ich habe aktuell die Möglichkeit, euch ein bisschen was dafür zu geben. Wenn ich diese Möglichkeit nicht mehr habe, weil es finanziell bei mir nicht geht, dann lösche ich halt die Issues raus. Oder mache die Bounties runter. Aber jetzt gerade kann ich das und das will ich nutzen. Ich will mit euch eine sehr coole Lernplattform bauen, die euch nützt, die für euch den größten Mehrwert bietet. Und deswegen bin ich natürlich auch immer wahnsinnig interessiert in eurem Feedback. Und ja, ich habe wahnsinnig Bock drauf. Ich freue mich auf euch, ich freue mich auf das Event, ich freue mich auf davor, auf danach, auf die nächsten 12 Jahre mit euch. Ich bin so gespannt, wo es weitergeht. Und wir hören uns. Bis dann. Ciao.